In diesem Video zeige ich dir, wie du einen süßen Weihnachtsanhänger aus Filz selber nähen kannst. Eine kleine Tanne mit Pailletten, perfekt als Geschenk oder als Deko für den Weihnachtsbaum. Damit das Ganze so einfach wie möglich ist, habe ich ein kostenloses Schnittmuster für dich entworfen. Die Tanne bekommst du in 2 Größen und kannst sie einfach auf meinem Blog downloaden. Ich verlinke dir das Ganze nochmal unten in der Beschreibung. Außerdem findest du unten in der Beschreibung alle verwendeten Materialien und Produkte. Und nun lass uns loslegen. Druck dir einfach das Schnittmuster aus, du kriegst es bei mir auf dem Blog und such dir die gewünschte Größe aus. Eine größere und eine kleinere Tanne kannst du wählen. Bedenke immer, dass du natürlich jede Tanne, die du wählst, zweimal ausschneiden musst. Und während ich hier noch so nett die Tanne ausschneide, können wir ja mal ein bisschen Smalltalk machen. Gibt es irgendwas, was du dir von mir wünschen würdest? Eine Anleitung, vielleicht auch einen kleinen Filzanhänger, den ich mal gestalten kann? Dann lass es mich gerne unten in den Kommentaren einfach mal wissen. Nun aber weiter. Ich habe hier ein paar Filzreste, alle in grün. Da guckt ihr einfach mal, welche Größe ihr habt und dann schneidet ihr eure Tanne dort zweimal aus. Dann benötigt ihr noch ein Stickgarn und ein Band. Ihr könnt natürlich ein passendes Grün wählen oder ihr nehmt eine ganz andere Farbe. Da seid ihr gestalterisch komplett frei. Wenn ihr keinen Anhänger machen möchtet, müsst ihr natürlich kein Band benutzen. Ich habe mich jetzt für dieses Grün hier entschieden. Ihr nehmt dann euer Schnittmuster, legt es auf euer Filz, zeichnet es an und schneidet es aus. Bitte bedenkt, ihr braucht das Schnittmuster zweimal. Ihr habt natürlich hinten und vorne ein Stück, was ihr vernähen möchtet. Zum Anzeichnen könnt ihr zum Beispiel einen weißen Buntstift verwenden, so wie ich hier. Vielleicht habt ihr auch eine Schneiderkreide im Haus oder es gibt auch so selbstlöschende Textilmarker, mit denen könnt ihr auch wunderbar auf Stoff zeichnen. Falls ihr sowas kaufen möchtet oder im Haus habt, könnt ihr auch das verwenden. Dann könnt ihr euren Tannenbaum ausschneiden. Ich verwende jetzt hier meine ganz normale Haushaltsschere. Bei dem Filz ist es okay. Ansonsten nehmt gerne eine Stoffschere, wenn ihr zu Hause habt. Ist natürlich bei Filz und Stoffen deutlich besser. Und bedenkt, dass ihr die Tanne natürlich zweimal braucht. Also zweimal aufzeichnen und zweimal ausschneiden. Ich habe jetzt hier meine beiden Schnittmuster und dann können wir theoretisch auch schon weitermachen. Jetzt habt ihr theoretisch 2 Möglichkeiten. Wenn ihr den Anhänger ohne Pailletten machen möchtet, steckt ihr eure Stücke jetzt aufeinander und beginnt ganz normal zu nähen. Wenn ihr den Anhänger mit Pailletten haben möchtet, dann müsst ihr erst die Pailletten auf eine Tanne aufnähen und könnt danach mit dem Zusammenstecken und Nähen beginnen. Ich möchte meinen Anhänger mit Pailletten haben, also zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr ein Stickgarn euch ausgesucht habt, nehmt ihr einen Faden davon ab. Also wenn ihr euch so ein Stickgarn anguckt, seht ihr, das besteht aus mehreren Fäden. Ihr nehmt euch einen Faden, das reicht, um die Pailletten aufzunähen. Und da muss man wirklich kein großes Hexenwerk draus machen. Ich fange von hinten an, steche mit dem Faden einmal von hinten durch, erwische damit die Paillette und gehe dann einmal von außen nach hinten wieder durch. Hinten mache ich einen Knoten auf das Garn am Ende und mache dann einen Ziehknoten um den anderen Faden. Damit ist das Ganze einmal vernäht. Und dann ist es eigentlich nichts Großes mehr. Ich gehe nochmal nach vorne, steche wieder nach hinten ein und mache das Ganze nochmal. Gehe wieder nach vorne, steche wieder hinten ein und dann vernähe ich das Ganze mit einem Knoten. Das macht ihr dann mit so viel Pailletten, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich unterschiedliche Farben verwenden oder ihr bleibt da einfarbig. Und wenn euch das Ganze zu friemelig ist, ich kann es verstehen, es ist echt manchmal eine richtig doofe Arbeit. Aber es schaut wirklich gut aus. Dann lasst ihr sonst die Pailletten einfach weg und macht den Filzanhänger ganz einfach ohne Pailletten. Seid ihr mit den Pailletten fertig, dann legt ihr eure 2 Zuschnitte übereinander und steckt diese mit einer Nadel fest. Nun kommen wir an das Nähen. Schnappt euch ein Garn. Ich lasse dafür alle Fäden dran, also dass das Garn wirklich komplett ist und näht los. Bitte beachtet, dass ihr unten eine Öffnung lasst am Tannenbaum, damit ihr nachher die Füllung noch einbringen könnt. Ich wollte euch eigentlich den Anfang der Naht zeigen, aber ehrlich gesagt, dummerweise habe ich beim Film nicht darauf geachtet und habe genau diesen Part nicht aufgenommen. Ihr bekommt jetzt also mittendrin zu sehen, ich habe den Tannenbaum schon über die Hälfte festgenäht und auch das Band habe ich oben mittig schon eingenäht.
Wenn ihr mit eurer Naht unten ankommt, bedenkt bitte, dass ihr rechtzeitig stoppt, um die Öffnung für die Füllung zu lassen. Das Garn könnt ihr dann erstmal so hängen lassen. Wir benötigen es ja gleich noch, um die Öffnung dann zu schließen. Im Prinzip müssen wir jetzt nur noch den Tannenbaum füllen. Nehmt dafür die Füllwatte und füllt das Ganze Stückchen für Stückchen auf. Ihr könnt dann einen kleinen Holzstab nehmen oder das Ende eines Bleistiftes, um das Ganze ein bisschen reinzudrücken. Ich weiß, wenn ihr die kleine Form nehmt, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil er wirklich sehr zart ist und es ist ein bisschen schwierig, in die Ecken zu kommen. Ich habe dafür noch so einen Haarzieher. Wir verwenden den im Polsterbereich sehr oft, um Material in Ecken zu ziehen. Wenn ihr sowas habt, ist das natürlich super, aber wahrscheinlich werdet ihr das im normalen Haushalt nicht haben. Ihr könnt auch vielleicht eine kleine andere Nadel nehmen und man sticht dann von der Seite rein und zieht mit der Nadel vorne das Füllmaterial in die Ecken. So kriegt ihr die Ecken sehr gut gefüllt. Ist euer Baum gefüllt, dann könnt ihr jetzt den Faden, der noch am Tannenbaum hängt, wieder in eure Nadel einziehen und den Rest noch einmal vernähen. Am Ende einfach gucken, dass ihr einen kleinen Knoten drauf macht und den Schluss vernäht. Ich ziehe dann den Knoten noch einmal nach innen rein und schneide ihn dann ab. Und so schaut euer Weihnachtsbaumanhänger dann aus. Ich finde, der ist mir sehr gut gelungen. Ihr bekommt es bestimmt genauso gut hin und dann könnt ihr ihn entweder an euren Weihnachtsbaum hängen oder auch verschenken. Für weitere DIYs gerne folgen und schau dir meine anderen Videos an.